Hallo zusammen, da bin ich wieder mit einem neuen spannenden Thema für euch, und zwar soll es heute bei mir um die Triggerpunkte gehen, weil myofasziale Triggerpunkte sind in aller Munde. Jeder hat schon mal davon gehört oder irgendwo in Therapie ist er mal damit in Verbindung gekommen. Genau, ich möchte heute mal erklären, was ist so ein Triggerpunkt überhaupt, was macht denn der für Beschwerden, wie diagnostiziert man den und eben das Modell zur Entstehung, das dem zugrunde liegt. Genau, dann springen wir doch direkt mal rein. Ich habe hier mal ganz lapidar aufgezeichnet, also ein Künstler wird in diesem Leben sicher keiner mehr aus mir. Aber also gut, ich glaube, man kann es erkennen. Hier oben habe ich mal aufgezeichnet eine normale Muskelfaser im horizontalen Querschnitt. Da sieht man schön, wie die Muskelfasern quergestreift schön nebeneinander angeordnet sind. Auf dem zweiten Bild, was ich hier skizziert habe, sehen wir jetzt einen horizontalen Querschnitt mit einem Triggerpunkt. Und wie man hier schön sehen kann, ist innerhalb des Triggerpunktes die Struktur der quergestreiften Muskulatur stark verdichtet. Und weiterlaufend werden dann natürlich die Muskelfasern in der Länge überdehnt, was dann den sogenannten Hartspannstrang bildet, wenn man den Muskel quer zum Faserverlauf palpiert. Hier habe ich schematisch das sarkoplasmatische Reticulum aufgezeichnet, was diese Muskelfasern umgibt. Und dort werden Calciumionen gespeichert. Das wird jetzt im weiteren Verlauf noch wichtig. Ganz grob, wie entstehen eigentlich Triggerpunkte? Also Triggerpunkte entstehen immer dann, wenn eben akut oder chronisch überlastet wird oder durch Trauma, also entweder direkt oder indirekt oder auch durch Überdehnung. Im Klartext eigentlich immer dann, wenn das sarkoplasmatische Reticulum durch einer dieser Faktoren geschädigt wird. Jetzt kommen wir direkt zu dem Erklärungsmodell, das auch anerkannt ist, wie eigentlich das im Muskel abläuft, wenn das sarkoplasmatische Reticulum geschädigt wird. Also laut dem Modell der Energiekrise haben wir eine Schädigung des sarkoplasmatischen Reticulums. Dann kommt es dadurch zu einer Dauerfreisetzung von Calcium-Plus-Ionen und dadurch steigt dann lokal begrenzt der Dauerverbrauch von Adenosintriphosphat. Als kurze Erinnerung oder kurzer Exkurs, damit der Muskel kontrahieren kann, wird unter Verbrauch von ATP, also Adenosintriphosphat, rudert das Myosinköpfchen am Aktinfilament entlang und dann kommt es zu einer Kontraktion. Also der Muskel bedarf ATP zum Bewegen, also Kontrahieren des Muskels, aber auch zum Lösen wird ATP benötigt. Genau, gehen wir weiter. Also haben wir jetzt einen erhöhten lokalen Dauerverbrauch von ATP. Durch diese Kontraktion kommt es zu einer Minderdurchblutung, ja, und dadurch haben wir dann eine reduzierte Resynthese aus ADP. Ja, normalerweise wird ja aus Adenosindiphosphat wird wieder Adenosintriphosphat. Das wäre der reguläre Kreislauf. So, jetzt haben wir natürlich das Problem, dass dann die Calcium-Ionenpumpe versagt. Und dadurch entsteht ein Teufelskreis, weil da die Calciumionen nicht rausgepumpt werden, ja, steigt die Konzentration von Calciumionen lokal. Dadurch steigt in der Folge wieder der Adenosintriphosphatverbrauch. So, und das geht dann so lange, dieser Teufelskreis, bis der ATP-Vorrat komplett erschöpft ist. Und dann haben wir eine dauerkontraktile Struktur oder einen Triggerpunkt. Gell? Weil ohne Adenosintriphosphat kann sich das Myosinköpfchen eben nicht mehr vom Aktinfilament lösen. Und dann entsteht sowas. Genau. So, kommen wir zu der Klinik von Triggerpunkten. Also was sind die Symptome? Na, also die Hauptsymptome, warum Menschen oder Patienten zum Therapeuten sind, erstmal Schmerzen. Dann haben wir aber auch eine Bewegungsverminderung oder Bewegungseinschränkung können die Folge sein. Eine Minderung der Kraft wäre denkbar. Die koordinative Fähigkeit der Muskelstrukturen wird herabgesetzt. Und wir könnten sogar Irritation im Vegetativum haben, sei es wie weiterlaufend Schweißausbrüche, lauter solche Sachen. Oder Gänsehaut wäre zum Beispiel auch eine vegetative Reaktion. Jetzt, wie diagnostizieren wir einen Triggerpunkt? Da gibt es die sogenannten Hauptkriterien. Die Hauptkriterien umfassen erstmal einen Hartspannstrang, das, was wir hier oben sehen, ja. Dann die maximale Druckdolenz in der Mitte des Knotens, also die maximale
Schmerzhöhe oder Empfindung, wenn wir genau auf den Knoten Kompression geben, also mechanisch. Und ganz wichtig, die Reproduktion der Symptome durch die mechanische Stimulation. Also wir kennen das alle, wenn man zum Beispiel jemanden auf den Trapezius drückt oder so, dann strahlt das schön den Hinterkopf hoch. Oder der Sternocleidomastoideus strahlt gerne über das Auge, oberhalb der Schläfe und verursacht eben oft myogene Kopfschmerzen, die dann verwechselt werden mit Migräne. Genau. Dann gibt es noch die, sage ich mal, nicht ganz so harten Diagnosekriterien, also die ergänzenden. Das wären dann zum Beispiel eben ausstrahlende und übertragene Phänomene, also oder Knötchen einfach im Muskel, die aber nicht druckdolent sind oder keine Schmerzen macht, oder lokale Zuckungen. Was auch spannend natürlich ist, das nutzen wir zum Teil bei der spickenden Nagelpalpation, sagt man. Man nimmt den Muskelstrang zwischen zwei Finger, lässt ihn durchflutschen, also diesen Hartspannstrang, und dann gibt es eine zeitverzögerte, wie eine Welle, Nachzuckungsreaktion. Und natürlich auch die Reproduktion der Symptome, aber diesmal nicht durch mechanische Druckstimulation, sondern durch Dehnung. Genau, dann unterscheiden wir noch zwischen aktiven Triggerpunkten und latenten Triggerpunkten. Ein aktiver Triggerpunkt, wie jetzt das Beispiel genannt mit dem Sternocleidomastoideus, der würde dann permanent auch ohne mechanische Druckstimulation in dieses Gebiet projizieren oder einstrahlen. Bei einem latenten Triggerpunkt ist es so, er ist gerade nicht aktiv, er ist am Schlafen oder am Schlummern. Das bedeutet, in Ruhe, wenn man ihn nicht belastet oder komprimiert, hat man keine Ausstrahlung und Symptome. Wenn ich dann aber hingehe und Kompression gebe, dann produziert er dieselben ausstrahlenden Projektionen auf dieses Gebiet. Genau. Und Projektionsgebiete, jetzt wo ich es anspreche, das ist so das Wichtigste, worauf ich eigentlich hinaus will, weil ich möchte ein paar Folgevideos für euch machen. Ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, welche großen Muskelgruppen euch zuerst interessieren würden, weil ja immer wieder die Frage ist, oh, ich habe hier und hier Schmerzen, da strahlt es aus oder wo kommt das her? Und da möchte ich euch so einen Leitfaden geben, woher ihr oder wie ihr selber ergründen könnt, woher eure myogenen, also muskulären Schmerzen eigentlich kommen und was oder welche Muskeln oder Muskelgruppen genau diese Projektion bei euch verursachen können. Genau, also ich denke, zu der Entstehung und dem Thema ist alles in aller Kürze gesagt worden. Wenn ihr Fragen habt oder es genauer wissen wollt, wie gesagt, schreibt es mir in die Kommentare. Ich versuche euch das dann so gut wie möglich oder irgendwann mal zeitnah zu erklären. Also ich bedanke mich vielmal fürs Zuschauen und wünsche euch ganz viel Spaß mit den gegebenen Informationen. Bis bald. Ciao.